Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedfall mit mir, der Steffi. Wir spielen De Sardet, sind im Camp mit allen unseren Begleitern, Vasco, Afra, Ciora, Kurt und Pedros. Hier ist unser Verkäufer. Wir ziehen weiter, denn wir haben eine Aufgabe und wollen dafür nach Hickmeck. Wir haben letztes Mal sehr viel verkauft und gemacht und getan. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Und Us thank the enlightened that a captain who took part in these expeditions is right here on the island. It is indeed a stroke of luck. I hope he remembers my mother. Do not worry. If his memory fails him, he may have kept his diary from that time. um das nochmal genau zu sagen, der Petrus möchte uns helfen. Wir stammen wohl von dieser Insel. Unsere wirkliche Mutter ist keine von der anderen Welt, sondern von dieser Insel. Das haben wir erfahren. Petrus kannte sie und möchte jetzt uns helfen, mehr herauszufinden. Was ist denn jetzt gerade mal bitte mit dem Licht da draußen los? Also wirklich. So, aber ich befürchte, dass wir noch vorher mit Kurt ein Gespräch haben werden, denn mit ihm haben wir ausgemacht, dass wir uns vor unserem Wohnsitz treffen. Ob es jetzt der Wohnsitz, in welcher Stadt er jetzt ist, weiß ich nicht. Also es kann sein, dass uns das gleich erwischt. Mal gucken. Und wie wir sehen, passiert... Ach so, das heißt, ich müsste ihn ansprechen. Ja, machen wir dann ein andermal. Ja, oder? Ach komm, Kurt. Wir müssen aber mal kurz speichern. Ist, glaube ich, auch mal besser. So, Kurt. Green blood, my friend. Do you need something? Nö. I must leave you. Also vielleicht dann doch lieber in Neuseren. So, was müssen wir jetzt, wo müssen wir hin? Hier ist einmal der Kapitän und hier ist einmal Apotheke. Ich glaube, bevor wir jetzt wirklich weiter in Petrus Quest rein geleiten, sage ich jetzt mal, machen wir erstmal die Schmugglerware. Ich glaube, die schließen wir jetzt erstmal ab. Ich hoffe nicht, dass wir noch in eine andere Region geschickt werden, weil dann würde ich umsteigen und teilweise beide gleichzeitig machen, so wie in den letzten Folgen auch. Aber ich würde es vorziehen, das jetzt abzuschließen und uns dann ganz in Ruhe unserer Familie widmen. So. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt hin und suchen erstmal den Apotheker. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier in dieser Stadt mich zurechtfinden soll. Aber so meist anscheinend gut. Ja, hier haben wir auch noch keine Händler, glaube ich, aufgesucht. Da. Hi. These islanders are drunk. And these guards don't look that official. I think we found where all the alcohol reserves on the island end up. On your way. There's nothing for a highness here. I see. Thanks for the advice. Wie... sollen wir dann jetzt hinten rumgehen oder was? Kann man hinten rum? Ihr seid Lebtierchen, oder? Kann ich mir hinten rum verschaffen, ohne dass wir gesehen werden? This is the man we saw at the quarry. We must stop him. Wo denn? Ja, wir hätten sowieso kämpfen müssen. Au! Ja, au! Ja, wir hätten nicht... Surrender. You are under arrest. What am I accused of? You are a high-ranking member of a criminal organization that has named itself Egon, and you did not hesitate to order a murder. So, even though the attempt failed, the gallows await you unless you decide to reveal everything you know.
I won't say a word. I won't give you anyone. I'd rather die. If you really thought so, we would not be talking. You will be taken to New Serene. Manfred will know how to make you talk. Klar, auf Manfred kann man sich verlassen. Was? Was war das jetzt? Okay, von jetzt auf gleich keiner mehr hier. Okay, liegen denn die Körper noch da, die ich looten könnte? Nö. Also, Manfred ist auf jeden Fall ein neues Seren, aber da gehen wir jetzt nicht hin, weil wir ja das noch haben. Also, wie ich gerade schon erwähnte, machen wir das dann jetzt. Dass wir so hin und her geschickt werden, habe ich nicht gewusst. Aber hätte man sich auch denken können, ne? Nach den letzten Folgen. Oder nach den ganzen Folgen. Ich hoffe, man hört mein Schmatzen nicht so. Ich habe Kaugummi. Versucht das so unauffällig wie möglich zu machen. Okay. So. Oh, ich habe gerade noch so ein Piepen im Ohr. Ui, was haben wir denn hier? Oh nein, Schloss knacken. Nee. Darum. Ja, ja. Da ist der Captain. Hello there. My name is De Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. I am Captain Lissandro. Pleased to meet you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. Mama, Mutti. Well, what can I do for you? Ja, machen wir das zuerst. Do you know this port well? Oh, I know it all right. I've been mooring my ship here for over 15 years. It's a safe harbor, well protected from the winds and away from the reefs. And before that? Before? I don't really know what you mean. Before, there was nothing but the coast itself, I imagine. Did you know the island before all the colonists arrived? Yes. Now that's going back a bit. And it isn't a topic for somebody who isn't one of our own. So tell me what it was like when the Alliance first began to settle here. It was still wild, dangerous, and very beautiful. But all that has changed now. Das sieht man. Did you see the city being built? Almost before my very eyes. I saw it grow as fast as you're breathing right now. But it was barely more than a port and a couple of huts surrounded by forest in the beginning. And then the trees began to come down, and the houses began to sprout up. It happened at a crazy pace, but I'm not sure that many good things came of all that change. Wie bei allem. Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So? You're the only one on this island that can help me. Really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. The congregation is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Nauts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember, and yet it wasn't the first time. But on that occasion, a child was born. So you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, yes. I have seen more than a few Nauts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help you, but my memory is no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from. You said it yourself, Captain. You've come across more than a few Nauts looking for their parents. Sea-born, sea-given. All of them were torn from their roots, even if they found a new family. And you've clearly had the same experience. Absolutely.
You are indeed the child that was born on our ship. You speak like one of our own. Very well. I need to look in my old logbooks. I'm sure I'll find something. Wait for me here. I'll be an hour at the most. Here it is. I found my old logbook. There's a passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are on the verge of discovering your mother's village, of finding your own people. How do you feel? I don't really know. I'm a little lost, I suppose. All of this is so new to me. I understand. Mrs. De Sardet was loving. She raised you with tenderness. And today you learn she is not your real mother. I'm sorry. Naja, manchmal war es... Oh. Manchmal ist es aber auch ganz okay. Ich glaube nicht, dass es jedem Adoptierten schlecht geht. Es ist halt erstmal ein Schock, dass man denkt, die Menschen, die einen lieben, sind nicht die, die einem auf die Welt gebracht hat. Kann ich mir nur vorstellen. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich bin da in der Thematik nicht drin. Also ich habe weder Kontakt zu einem adoptierten Kind noch zu Eltern, die adoptiert haben. Ich kenne es auch alles nur aus Erzählungen oder halt eben den ganzen Social Media und sowas alles. YouTube vor allen Dingen auch. Von daher, so richtig reinfühlen kann ich mich da, glaube ich, nicht. Aber es gibt halt eben, egal bei welcher Sache, es gibt Böse und Schlimme und Gutes. Ne? In jedem gibt es die gute und die schlechte Seite. Man muss halt eben versuchen, Glück zu haben, dass man so einen Mittelweg findet. So, bevor wir der Sache nachgehen, hier ist ja dann so nichts mehr. Genau. Machen wir jetzt erst, wir schließen... Oh. Ach ja, stimmt ja, wir haben... Wen haben wir denn hier neu? Ach nee, hier. Oh, wen haben wir nicht vorgelesen? Lissandro Seemann. Der Kapitän hat uns in der Bucht im Südosten der Insel den Anker werfen lassen. An dem Ort, an dem die Kadaver von Walen zu sehen sind, wie es unsere Klienten wünschen. Ihre Soldaten sind von Bord gegangen. Das Wetter hält sich und der Kapitän befahl uns, die Brücke zu reinigen, während wir auf ihre Rückkehr warten. Die Soldaten sind zurückgekehrt. Sie waren voller Blut und 2 von ihnen sind gestorben. Sie haben eine Eingeborene gefangen genommen und mitgebracht, eine Heilerin. Die Frau ist schwanger und wird bald einen neuen Nauten gebären. Oha, das wären wir gewesen. Wahrscheinlich. Ja, aber genau das will ich jetzt machen. Erstmal die Schmugglerware. Ne? Wir müssen eh jetzt reisen. Und da müssen wir in ein Dorf, wo wir auch schon waren. Also gehen wir jetzt, suchen wir uns jetzt echt einen Punkt zum Reisen. Wo ist der nächste Punkt? Ja, hier an unserem Wohnsitz. Ja, ich glaube hier lang, ne? Dann hier haben wir noch nicht viel gemacht, ne? Hier in Hikmet oder so. Ich glaube, eigentlich müssten wir auch noch ein paar mehr Aufgaben mit dem Gouverneur von hier machen, weil wir haben ja mit der Kardinalin hatten wir ja auch so viele Quests, ne? Aber mal gucken, vielleicht kommt das noch, weil wir haben ja die Quest, die von hier kommt, noch die Hauptquest, noch gar nicht gemacht. Ja? Da kam ja eine Hauptquest von ihm und die müssen wir ja noch machen. Aber ich bin immer so, dass ich halt eben dann mich erst um die Nebenquest... bin ich jetzt vorbeigelaufen? Hä? Jo, bin ich vorbeigelaufen. So. Reisen. Nein, Reisen. Und zwar, das ist die Aufgabe, die wir von Hikmet bekommen haben, glaube ich. Und da ist auch Afra dann, glaube ich, wieder dabei.
Ulan müssen wir befragen, aber zuerst machen wir das hier. Huch. So. Ich glaube, dann lädt das länger. Ich glaube, während wir dort sind, in dem Lager, ist es dazu da, das Level zu laden, glaube ich, oder so. Oder? Wir schlafen. Ja, gut, dass wir schlafen. Aber ich wusste, dass es kommt. So. Gut, wofür müssen wir da hin? Ach ja, nach Manfred, genau. Gehen wir nach Manfred. Wir haben ihn vermisst. Wir haben ihn lange nicht gesehen, unseren Manfred. Ich habe da jetzt eine Kiste stehen, das nicht weiß. Und die ruft. Ja, ich weiß, aber wir sind gefragte Leute hier. Ne? Wir haben uns schon einen Namen gemacht, hatten vorher schon einen. Das war uns natürlich ein Vorteil, aber nein, Spaß beiseite. So, Manni. So, und der Manfred auch. So. Hello, Your Excellency. Hello. What can I do for you? Was the captain we arrested transferred to you? Yes. And we began to question him. It appears that he was paid by Governor Buren. The governor tasked him with weakening the natives as much as possible in order to muzzle the rebellion. They were trying to poison the natives with alcohol, but they needed a lot to do it. Their entire smuggling operation revolved around that. Did you contact the governor? Yes. He sent us a letter apologizing, saying he didn't know he was dealing with criminals. His letter was accompanied by a letter of marque to compensate the merchants who suffered in this case. Which doesn't mean that he will abandon these despicable methods. Is there any news on Egon? We are no longer certain it's even a person. Even though that name might refer to the organization, someone must be leading it. And that's who we have to stop. Alas, for now, the captain doesn't want to tell us any more. So the interrogation continues. We're waiting for answers on that point. I need your help in another case. I'm listening. The Admiral sent us a furiously worded letter. One of their ships was commandeered by our troops. They accused the San Mateus garrison. But I know Herbert is quartermaster. He's an honest man. I'm not saying that the Admiral is lying to us, but I don't understand what could have happened. Whatever the case may be, the Admiral is threatening to refuse all transportation to our men. This will not only hurt the Guard, but also all the nations that employ us. We need someone diplomatic, able to piece this whole story together. Can I count on you? Yes. I will go see Admiral Cabral and try to understand what happened. Machen wir. Machen wir. Wir kennen ja jetzt den Weg zu ihr. Und diesmal kann sie nicht sagen, so und so. Ja gut, sie könnte uns jetzt noch mehr Aufgaben geben, aber ich will die ja gar nicht haben. Im Moment. Doch, da lang. So, da. Putz. Na, egal. Gehen wir weiter. Wir sagen nichts. Die wissen, glaube ich, schon, was sie tun hier. Ne? Sind erwachsene Menschen. Im Moment, wo wollen wir denn da hier hin? Da. Boah, dieses Rufen. Come closer. Der hier rechts auch gleich wieder. Oh. So. Da ist sie wieder. De Sardet, what can I do for you? Manfred, the quartermaster of New Serene Garrison told me that he'd received a letter from you. Was one of your ships hijacked by the Guard? The Trident and its crew were commandeered by the San Mateus garrison. Commandeered? We will not let ourselves be threatened by these land pirates. The Guard has no idea who it is dealing with.
I've already sent several of our warships to board the Trident and release its crew. The guards taken on board shall be given no quarter. I understand, Admiral, but Quartermaster Manfred was as surprised as you to hear this news. That's why he asked me to investigate. The Guard never gave the order for such an operation. So these mercenaries do not even know how to manage their men? Remarkable. We will not deal with the Guard until Manfred cleans up his ranks. No more of these hireling thugs will set foot on my ships. The nobles will just have to do without their bodyguards. I will tell him, Admiral, and know that I am fully aware of the problems that caused this act of piracy. Not only for the Guard, but for all the nations on this island. I will do everything to find those responsible. Thank you, Your Excellency. I will eagerly await your news. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. The Admiral knows that we can't do anything without the force of the Guard. By prohibiting them from transport, she's putting everyone at risk, leaving us to take care of the problem. If only I could get my hands on the bunch of idiots who did such a stupid thing. Mhm. Wo müssen wir dafür hin? San Mateos, natürlich. Wartet mal. Ulan müssen wir befragen zum Thema unsere Familie. Ja, was ist denn mit den Schmuggelaufgaben? Schmutziger Handel. Ach so, ist schon vorbei. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich umgeswitcht auf dieses hier. Das wollte ich jetzt machen. Ja, hier werde ich jetzt erstmal Sachen sammeln, weil ich habe ja. Was soll ich dann noch großartig machen? Ich habe alles, was ich brauche. Zutaten, vielleicht noch Rüstung. Bombe. Nee. Nee. Ich habe so nichts mehr, weil ich ja auch nichts anderes außer diese Magie, nicht Magie, sondern Magie, benutze. Ne, Moment. Ach, ganz durcheinander jetzt, mein Gott. So, okay, da gehen wir jetzt hin. Da. Jetzt klären wir erstmal das. Hat hier irgendjemand noch was zu uns zu sagen? Im Moment nicht. Sehr schön. Gleich kommt die Meldung, dass wir weitergehen können. Gucken, ob das einen Unterschied macht. So. Ja, geht schneller, glaube ich. Oh, es ist dunkel. So. Sehr schön. Dann wollen wir mal, Leute. Ja, wir gehen, glaube ich, hier direkt rum. Ja. Hier waren wir auch öfters schon. Und sehr oft. Sehr viel. Warum bleibt die denn stehen? Mensch, lauf weiter. Ja, ich weiß, hier kann man auch rein. Aber das gibt nur Durcheinander. Hier gehen wir rein. Weil hier ist, glaube ich, Dieter, ne? Oder? Ne, Herbert. And what can I do for you? Quartermaster Manfred sent me. I was expecting such a visit. And I'm glad Manfred sent an external investigator. This commandeering business may just spell the end of the Guard. Without the Nord's transport, we are finished. I don't understand what could have happened. I can assure you that we have never issued an order to that effect. It's as if some members of the Guard obey others' commands. We had trouble with a criminal organization within the Guard. I wouldn't be surprised if they were behind this matter once again. Oh, this is terrible news, Your Excellency.
How can we sort the good apples from the bad? By speaking to those in charge of those in command of this town, and trying to unravel the truth from the lies. Since you neutralized Major Herman and his gang, 3 lieutenants have been leading the troops, while waiting for a new senior officer to be appointed. They are Lieutenants Alexander, Klaus, and Ermelind. Do you think they are honorable? I won't vouch for them if that's what you're asking. I don't know them well enough. Thank you, Quartermaster. I'll go and find them. Okay, wo sind sie? Alle oben? Alle oben. Jo, wir rasen jetzt. So, stopp. Wir haben einen hier hinten. Wir gehen jetzt hier links. Und dann hier wieder. Und ich gehe mal davon aus... Nee, diesmal sind wir ein Zimmer zu weit. Ja, ja, so. Hey. Hello, Lieutenant. My name is De Sardet. Oh, you are the legate of the congregation. You're quite the celebrity amongst our ranks. I am Lieutenant Alexander. Did you need me? I am conducting an investigation into the illegal commandeering of the ship the Trident. We must work fast and find out who organized this act of piracy, or we will all pay the price. Do you know the men who seized the ship and who they served under? All I can tell you, Your Excellency, is that I'm sure they were not under my orders. As foolish as it sounds, we don't know the identity of the soldiers involved. Since our previous commander's coup attempt, there's been tremendous upheaval. We lack senior officers. The registers are not up to date, and many men are on the run. I suspect the supporters of the coup who escaped the trial may be responsible. It's not impossible. I dealt with Major Herman, who was serving Commander Torsten, but I didn't take care of his men. It's only an idea, of course, but one that seems most logical to me. I'll leave you, Lieutenant. Okay, dann gehen wir jetzt zu den anderen noch. Ich muss nur gucken, wie wir hier rauskommen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Nein, nicht wirklich. Oder? Mhm. Wir probieren es jetzt mal, ob ich mir das gut merken konnte. Und? Yay! Hi! Jo! Hello, I am... De Sardet, legate of the merchant congregation, right? Nice to meet you, Your Excellency. Lieutenant Ermelind, at your service. Well, Das ist aber nett. I didn't know I was so famous. Can you tell me anything about the ship that was commandeered by the guards? A complete act of piracy, if you want my opinion. Do you know who these guards were and under which officer they served? No, and no soldier is missing here as far as I know. This is very strange. But since the commander's attempted coup, everything has gone to hell here. Men start muttering as soon as we have our backs turned. Some recruits have suffered violence, but refuse to name their attackers. Do you think something is going on? It seems obvious to me that some people took advantage of this unrest to line their own pockets. I see. Thank you. I'll leave you to it. Farewell, Lieutenant. So, und der letzte ist hier raus und da rein. Your Excellency, if you really want to know what's going on in this barracks, find me tonight near the church. To whom do I have the honor of speaking? Quiet. No one must know that I spoke to you. I am Sergeant Franz, and I'm prepared to help you. Don't forget the church tonight. Okay. Achso, wir müssen ihn trotzdem noch befragen. Hello, Lieutenant. De Sardet, legate of the merchant congregation. Lieutenant Klaus. What can I do for you, Your Excellency? I'm investigating the illegal commandeering of a Naut ship that took place here in San Mateus. Do you happen to know the men responsible and the officer they served under? I'm sorry, Your Excellency, but I don't know. I only took office in this city 2 weeks ago.
I'm just getting to know my troops. I was sent here to remedy the lack of officers following the arrest of the commander's men. Are you sure that this commandeering is not the isolated act of a few homesick recruits? Not totally sure, but it's very unlikely. Managing the crew of a Naut ship requires great numbers and organization. I see. In that case, sorry for not being more useful. Farewell, Lieutenant. The Lieutenant's interrogation produced nothing. This sergeant is our only lead. With this gang's reign of terror, we were lucky to have come across him. Genau, und da müssen wir bei Einbruch der Nacht, müssen hier erstmal raus. Oh Gott, und jetzt habe ich jetzt schon wieder vergessen, wo wir... Hier? Nein. Da. Und da. Und Hilfe. Darunter. Jetzt sind wir unten und jetzt müssen wir... Treffpunkt. Gehen wir also erstmal raus. Ups. Okay, hier. Ich guck mal, ob das... Wartet. Da steht nicht zur Nacht oder so. Wir versuchen es jetzt einfach mal, weil es da steht nicht zum Nachteinbruch, sondern oder irgendwie was angezeigt. Warte mal, wo ist das denn? Nein. Das nehmen wir mit. Bevor wir das aber tun, des heiligen Lucius, ja. Bevor wir das tun, ihr kennt das ganze Prozedere. Aber ich werde es trotzdem, ja, kurz machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.